Wir zeigen dir in diesem Video unsere 9 Must-Have-Apps fürs Vanlife. Egal ob du mit Van, Wohnmobil, Dachzelt oder zu Fuß mit Zelt unterwegs bist, diese Apps werden dein Leben um einiges erleichtern. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Olaf in a Van. Ich bin Stefanie. Und ich bin Jeremy. Wenn ihr mehr Tipps und Tricks zu eurem Leben auf Reisen sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, wenn es hochgeladen wird. Bei den uns vorgestellten Apps haben wir den Fokus darauf gelegt, hauptsächlich Apps zu zeigen, welche für alle zugänglich sind. Soll heißen, sowohl iOS und Android-Betriebssysteme sollen dabei berücksichtigt werden und auch die Apps sollen möglichst kostenlos sein. Haltet aber im Hinterkopf, dass kostenlose Apps meist mit Werbung in der App selbst einhergehen. Kleiner Disclaimer am Anfang, keine der vorgestellten Apps hat uns bezahlt, um irgendeine Meinung zu vertreten. Es herrscht keine Produktplatzierungen. Alle diese App-Vorschläge basieren auf unserer eigenen Erfahrung und alle Apps, die wir in der Pro-Version auf unserem Telefon haben, haben wir selbst gekauft. Auch wenn euch bei den folgenden Apps vielleicht die eine oder andere ziemlich bekannt vorkommt, kann es doch sein, dass wir euch den einen oder anderen versteckten Trick in den Funktionen zeigen können. Fangen wir an mit einer klassischen App zur Stellplatzsuche. Wir nutzen für unsere Stellplatzsuche die App Park4Night. Die Park4Night-App ist eine App, mit der du überall, wo du hingehen willst, Stellplätze suchen kannst. Du kannst dir deinen Ort auswählen, an den du hinreisen möchtest. Mittels dem Button Suche in diesem Bereich werden dir in diesem Bereich die Stellplätze angezeigt, die in Park4Night registriert sind. Dabei kannst du unterscheiden, ob du lieber einen öffentlichen Parkplatz bevorzugst oder einen Platz in der Natur oder Campingplätze. Außerdem gibt es noch eine nächste Kategorie, die nennt sich Servicestationen. Bei diesen Servicestationen könnt ihr entweder Plätze finden, wo ihr Frischwasser findet, euer Abwasser oder eure Chemietoilette entsorgen könnt. Es gibt Plätze, die Wäschereien und Waschmaschinen und Trockner auflisten. Oder ab und zu findet ihr sogar eine Werkstatt, um euren Bus zu reparieren. Wenn ihr euch dann für einen Platz entschieden habt, könnt ihr mit dem Button Reiseroute dann eure Navigations-App des Vertrauens öffnen. Diese wird euch automatisch einen Stammpunkt erstellen und euch zu dem gewünschten Platz führen. Außerdem hat die Park4Night-App extrem viele Filterfunktionen, die euch das Leben enorm erleichtern. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt einen Platz mitten in der Natur und kostenloses WLAN, irgendwo gibt es so einen Platz. Vielleicht nicht überall. Aktiviert die Filter, sucht nach den Kriterien, die ihr euch wünscht und irgendwo wird euch ein Platz angezeigt, der diese Kriterien erfüllt. Bei dieser App ist es ziemlich wichtig, dass man die Kommentare nach Datum beachtet und nach den saisonalen Begebenheiten. Es kann sein, dass zum Beispiel im Frühling ein Kommentar für einen Platz angegeben wurde, der dann vielleicht für den darauffolgenden Winter nicht mehr gültig ist, weil der Platz sich zum Beispiel in der Natur verändern kann. Sprich, er wird überschwemmt, er wird zugeschüttet oder er wird abgesperrt und ist dann nicht mehr verfügbar. Kann sein. Wenn ihr euch außerdem dazu entscheidet, die Pro-Version der App zu kaufen, könnt ihr euch die gesamten Stellplätze jeweils nach Land sortiert offline herunterladen und diese ohne eure mobilen Daten brauchen. Beachtet dabei jedoch, dass Bilder nicht mitgeladen werden. Wäre sonst ein ziemlicher Speicherfresser auf dem Handy. Uns ist aber bewusst, dass es noch viele andere Apps da draußen gibt. Um einige zu nennen, es gibt Camper Contact, es gibt iOverlander und ganz viele andere. Schreibt doch unten in die Kommentare rein, welche Apps ihr so nutzt und welche in euren Augen noch besser als Park4Night sind und aus welchen Gründen. Würde uns sehr interessieren. Ihr habt euch jetzt also einen Platz ausgewählt und seid dorthin unterwegs. Die meisten von euch werden die App Google Maps für die Navigation nutzen. Die meisten nutzen die Funktion Straßenkarte oder Satellitenbild. Viele wissen nicht mal, dass es Satellitenbilder gibt auf Google Maps. Ist von Vorteil, um zu gucken, was denn da so ist, abseits von der Straße. Was aber viele vernachlässigen, ist die Funktion, Gebirgskarten anzuzeigen oder Geländekarten. Denn uns ist es schon oft passiert, dass wir irgendeinen Platz angesteuert haben, wo wir dachten, oh,
geil, richtig nicer Spot und dann kilometerweise den Berg hochgefahren sind. Dies könnt ihr umgehen, wenn ihr in der App einfach mal die Geländekarte einblendet und dann seht ihr automatisch, oh, da geht es ziemlich weit rauf oder ziemlich weit runter. Einfach, dass ihr euch auch schon vorbereiten könnt für die Reise. Die Funktion Offline-Karten finden wir dabei ziemlich wichtig, denn so kann man sich vor der Reise schon mal vorbereiten, indem man dann ins örtliche Wi-Fi oder WLAN sich einklingt und dabei die Offline-Karte von dem jeweiligen Gebiet runterladen kann. Also wie zum Beispiel, wir sind hier in Murcia, dementsprechend haben wir hier für die Region die ganzen Offline-Karten herunterladen können. Natürlich brauchen Offline-Karten ziemlich viel Datenvolumen beim Herunterladen. Also solltet ihr das lieber in einem WLAN machen. Was jetzt aber, wenn ihr unterwegs seid und gerade kein WLAN zur Verfügung habt? Auch dafür gibt es eine App. Die App nennt sich Wi-Fi Map. Ist eigentlich nichts anderes als Park4Night für WLAN. Auf der Karte könnt ihr einen Ort auswählen oder gleich mit GPS euren Standort tracken. Und die App zeigt euch dann in eurer Region die bekannten WLAN-Netzwerke und auch Passwörter dazu an. Die App zeigt grundsätzlich WLAN von öffentlichen Plätzen, von Hotels, Bars oder Restaurants. Dabei kann es jedoch sein, dass euer Home-Netzwerk vielleicht auch darin zu finden ist. Also geht sicher, guckt nach und trefft dementsprechend Sicherheitsvorkehrungen. Ihr habt jetzt die entsprechende Karte runtergeladen und seid jetzt unterwegs. Super! Für dies gibt es jetzt nämlich die nächste App, den Benzinpreisblitz. Selbes Prinzip, andere Funktion, irgendeine Region auswählen oder den Standort auswählen lassen. Und Benzinpreisblitz zeigt euch in der Umgebung, die ihr gewählt habt, die aktuellen Benzin- und Dieselpreise sortiert nach Preis. Und glaubt uns, wir sind schon oftmals richtig froh um diese App gewesen, denn teilweise gibt es Tankstellen, die nicht mal einen Kilometer auseinander sind, die aber je nach Sorte 20 Cent Unterschied haben. Oder direkt nebeneinander stehen. Die App richtet sich an die Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal und Spanien. Falls ihr noch irgendeine andere sehr gute App habt mit Ländern, die nicht in der App verzeichnet sind, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir und auch unsere Zuschauer werden es euch danken. Ihr seid an eurem Stellplatz angekommen, macht es euch super gemütlich und merkt, verdammt, kein Netz. Wie oft hatten wir das schon? Und es gibt noch, anscheinend gibt es noch Leute, die YouTube gucken. Ah, gotcha! Dafür haben wir eine absolut geniale App. Die nennt sich nämlich Newpipe. Newpipe ist eine alternative App zur originalen YouTube-App. Gleiche Funktionen inklusive 2, 3 kleine Zusatzfunktionen. Die allerwichtigste Funktion für uns ist die sogenannte Download-Funktion. Für jene unter euch, die natürlich YouTube Premium haben, wird das nicht so ein Thema sein. Wir waren aber schon ziemlich oft froh um diese Funktion. Solange ihr noch in eurem örtlichen WLAN seid, scrollt ein bisschen in eurem YouTube-Feed rum, sucht die Channels oder die Videos, die ihr euch später ansehen wollt. Mit dem Button Teilen könnt ihr dann auf Newpipe verweisen und könnt eurem Gerät gleichzeitig noch sagen, ich will es in der und der und der Qualität. Wenn ihr natürlich im WLAN seid, wählt die beste Qualität, um eure Lieblingschannels in absoluter HD-Qualität zu gucken. Dabei kann man seinen YouTube-Konsum sehr bewusst steuern. Und landet nicht aus Versehen irgendwann am Ende des Internets. So wie ich meistens. Eine ganz wichtige Information, Newpipe ist nicht über die offiziellen Stores verfügbar, sondern muss über die Webseite von Newpipe runtergeladen werden. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und ihr müsst die Geräte für Installationen aus alternativen Quellen oder unbekannten Quellen zulassen. Ebenfalls habe ich eine Supportanfrage an das Team geschickt, welche leider noch nicht beantwortet wurde. Meine Frage war, ob denn von den downgeloadeten Denglisch. Ob denn von den heruntergeladenen Videos die Watchtime für die Kanäle angezeigt wird. Denn wie viele vielleicht wissen, die Watchtime auf den Videos und auch das Werbung gucken ist eine zusätzliche Einnahmequelle für Creator wie uns. Und dementsprechend, ja, wir nutzen auch Newpipe, wir gucken die Videos auch offline. Wir versuchen aber trotzdem, wenn wir dann irgendwo WLAN haben, den Kanälen ihre Watchtime wieder zu geben, so gut wir können. Und ja, wir gucken auch Werbungen, auch wenn wir es nicht mögen. Ach, ist das schönes Wetter? Das bringt uns zur nächsten App. Wettervorhersage. Keiner fährt gerne 2 Wochen in Urlaub, wenn er weiß, es wird 2 Wochen lang nur regnen. Nicht?
Ja, ich vielleicht. Ich mag reden. Wir benutzen für die Wettervorhersage Meteo Blue. Es gibt ganz viele Apps für eine Wettervorhersage. Wir sind mit Meteo Blue bisher am besten gefahren. Meteo Blue ist, sagen wir mal, in Europa ziemlich zuverlässig. Man kann stundengenau das Wetterradar mitverfolgen, sieht, wann es wo welche Bewölkungen Wolken gibt. Und die Vorhersage stimmte bei Meteo Blue, sagen wir, zu 95% immer. Wenn ihr natürlich auf eine ganz andere App schwört, die das Wetter beschwören kann, dann haut es unten in die Kommentare rein. Wir wären so gespannt darauf zu erfahren, was ihr dazu denkt. Außerdem hat Meteo Blue eine ganz spezielle Funktion, die ich so noch in keiner App gesehen habe, nämlich die Funktion Where to Go. Angenommen, ihr seid irgendwo in einem Land, sagen wir, es ist Herbst und eure Batterie ist leer. Ihr habt eine Solarzelle auf dem Dach, da kommt keine Sonne ran. Und ihr wollt jetzt rausfinden, wo denn die nächsten Tage die Sonne kommt. Geht auf die Funktion Where to Go, sagt, in welchem Radius ihr reisen wollt und die App zeigt euch ziemlich genau an, in welcher Region um euch rum die nächsten Tage die meiste Sonne sein wird. Ganz geile Funktion für diejenigen, die Sonne suchen. Und was, wenn ich eine volle Batterie habe und gar keine Sonne wähle? Auch dafür gibt es eine App. Mal angenommen, man ist an einem Platz angekommen, da steht ein Baum und da hinten steht ein Baum oder so wie da hinten bei unserem Bus und man will den Sonnenverlauf nachvollziehen. Ich weiß jetzt genau, hier ist jetzt Schatten, aber in 2 Stunden, wo wird die Sonne sein? Keine Ahnung. Dafür nutzen wir die App Sunseeker. Kleiner Anschub am Rande, Sunseeker gibt es nicht als kostenlose App. Was diese App so unglaublich gut macht, ist die Funktion 3D View. Ich zeige euch das ganz kurz auf meinem Handy. Da seid ihr. Hallo zusammen. Dieser gelbe Pfeil zeigt euch an, wo die Sonne gerade ist. Ist meines Erachtens, ja, plus minus stimmt. Absolut. Die App zeigt euch aber auch an, wo die Sonne verläuft. Wir haben jetzt Abend, das heißt, die Sonne wird dahin verlaufen. Das ist jetzt, mein GPS ist nicht so gut auf dem Handy, aber es funktioniert. Die Sonne verläuft hier unter der Erde durch und irgendwann kommt die Sonne dann da durch. Das ist verdammt genial, um zu wissen, wo die Sonne in 1-2 Stunden sein wird oder wenn ihr nachts ankommt, um zu wissen, wo die Sonne denn genau aufgeht. Außerdem könnt ihr jedes beliebige Datum in der Vergangenheit oder der Zukunft anwählen und sehen, wo wird die Sonne genau an diesem Platz am 23. März 2058 stehen. Nee, ich glaube, so weit geht sie nicht. Ich glaube, wichtig dabei ist zu wissen, dass man den Bus dann so ausrichten kann, dass die Sonne während dem Morgen nicht in voller Breite auf den Bus scheinen wird und somit den Bus aufheizt. Eine weitere ganz wichtige App für uns auf Reisen ist die App Say Hi. Say Hi. Hi. Hi! Ganz einfach gesagt ist es eine Übersetzungs-App. Viele von euch werden wahrscheinlich mit Google Translate schon das eine oder andere übersetzt haben. Was diese App so unglaublich gut macht, ist die Diktierfunktion und das automatische Übersetzen in die gewünschte Sprache. Bitte abonniere diesen YouTube-Kanal. Suscríbete a este canal de YouTube. Ich glaube, das hat so gestimmt. Außerdem funktioniert es auch in die andere Sprache. Yo quiero un grande cerveza, por favor. Ich will bitte ein großes Bier. Wir haben schon ganze Abendkonversationen mit unserem griechischen Nachbar führen können, ohne dass der ein Wort Englisch oder geschweige denn Deutsch gesprochen hätte oder wir Griechisch. Die letzte, aber nicht unwichtigste App auf unserer Liste ist Instagram. Moment. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, ja klar, Instagram, meine Bilder, meine Videos teilen und gucken, wie geil mein Leben ist. Nein, Instagram ist und bleibt eine Social-Media-App. Was bedeutet, dass man darauf sozial interagieren kann. Muss nicht sein, kann. Wir haben mittels Instagram schon so viele Leute kennengelernt, indem wir einfach unseren Standort eingegeben haben und geguckt haben, welche Leute sind um uns rum, welche verwenden in ihren Bilder oder Videos die Hashtag Vanlife oder Vanlife irgendwas. Oder den Ort, jeweils wo man steht. Genau. Und Postet ein Bild dazu. Genau, so kann man ziemlich genau sehen, wer befindet sich in der Umgebung mit Instagram, kann die Leute anschreiben und sich einfach mal treffen. Wir haben schon 3 Pärchen Vanlifer so getroffen, mit denen wir bis heute Kontakt haben. Bitte bedenkt aber, dass aus Sicherheitsgründen gewisse Leute ihren Standort oder das jeweilige Bild dazu erst eine Woche oder viel später hochladen.
Eine App, die eigentlich nur auf dieser Funktion basiert und für Vanlifer ausgelegt ist, wäre die App Campton Contact. Diese App wurde vor ein paar Wochen erst publiziert von deutschen Entwicklern, ist sozusagen eine Socializing-App für Vanlifer oder einfach auch für Reisende, um sich gegenseitig zu finden, um sich zu connecten. Wir haben die App installiert, wir brauchen sie noch nicht, es sind auch noch nicht so viele dabei, aber installiert die App, meldet euch an, guckt, ob es euch gefällt, vernetzt euch mit anderen Leuten, wenn ihr das wollt, und so kann auch diese Community stetig wachsen. Und habt keine Angst davor, dass irgendwelche Leute euren Standort herausfinden, denn euer genauer Standort wird in der App erst dann freigegeben, wenn ihr miteinander geschrieben habt, wenn ihr sozusagen das Okay gebt, okay, der darf sehen, wo ich bin. Wenn ihr zusätzlich noch weitere kleine Helferlein sehen wollt, dann klickt auf diese Playlist hier oben, und wenn ihr sehen wollt, welche 11 Fehler man nicht machen sollte beim Van-Ausbau, klickt auf dieses Video hier unten. Tschüss!